De Beukela macht es, Iglo macht es und Rittersport testet es. Viele Unternehmen überdenken jetzt ihre Verpackungen und geben sich umweltfreundlicher. Auf den ersten Blick sieht es besser aus, also umweltfreundlicher. Ja, genau. Naja, Gott, es ist einfach umweltbewusster. Das wusste ich gar nicht, dass es sowas gibt schon. Denn der Ärger der Verbraucher über unnötige Verpackungen wird immer größer. Furchtbar. Viel Plastik. Viel zu viel Plastik. Und wahnsinnig viele Verpackungen, ja. Fällt mir immer auf. Max zeigt die Revolution im Supermarkt. Neue, nachhaltigere Verpackungen sollen Verbraucher glücklich machen und gleichzeitig unserer Umwelt helfen. Wenn es schnell gehen muss, ist so ein tiefgekühltes Schlemmerfilet oft eine einfache Lösung. Bisher kannten Verbraucher den Fisch in dieser Verpackung. Eine Schale aus Aluminium, umhüllt von Plastik. Doch das ist Vergangenheit. Iglo hat umgestellt. Max zu Besuch im Werk des Tiefkühlkostherstellers in Bremerhaven. Seit Anfang des Jahres laufen hier die neuen Verpackungen über das Band, erklärt Pressesprecher Alfred Jansen. Die Besonderheit an den neuen Schalen ist, sie sind im Altpapier entsorgbar und auch recycelbar. Sie bestehen aus 95% Papier und verdienen wirklich den Namen Pappschale. Papier statt Alu. Dass Iglo damit genau den Nerv der Verbraucher trifft, zeigt auch unsere Umfrage. Ich finde es gut, wenn man an die Umwelt denkt, ja, auf jeden Fall. Das sollte man auch bedenken. Weniger Energieaufwand, ist doch klar. Also wenn ich überlege, was an Alu an Energie fließt, an Strom, bei Papier, denke ich mal weniger. Das ist halt auch wieder für die Umwelt gut. Die Verbraucher saugen das regelrecht auf, weil sie einfach auch selber schauen wollen, was können sie für umweltfreundliche Prozesse eben in ihrem Alltag integrieren. Und wenn da eben so eine Pappschale wirklich im Altpapier entsorgbar ist, dann wird es auch gerne genutzt. Täglich arbeiten die Mitarbeiter hier im Werk rund um die Uhr in 3 Schichten. So werden pro Tag 95.000 Portionen des Schlemmerfilets produziert. Im Jahr sind das 25 Millionen Packungen. Durch die neue Verpackung spart Iglo alleine 250 Tonnen Aluminium ein. Das sind ungefähr 1500 Autokarossen und gleichzeitig den Wegfall der Plastikfolie 65 Tonnen Plastik im Jahr. Mit der Umstellung ist Iglo nicht allein. So will Froster in Kürze seine Tiefkühlkost nicht wie bisher im Plastikbeutel, sondern im Papierbeutel anbieten. Auch Colgate arbeitet derzeit an einer Verpackung, die komplett recycelbar ist. Kekshersteller De Beukela zeigt in diesem Werbespot seinen neuen Papiersortiereinsatz. Eine Verpackung, die wiederverwertbar ist und nach dem Genuss zurück in den Kreislauf gelangt. Ja, ist doch perfekt, weil die Leute, die das essen, brauchen nie so lange, als dass die schlecht werden würden in dieser Verpackung. Papier, oder? Pappe. Ja, ist doch gut. Sind wir doch auf einem guten Weg, oder? Also ich denke, bei den Firmen ist es kein Umdenken, dass die wirklich sich Gedanken über die Umwelt machen, sondern nur umdenken, weil sie jetzt halt auch Möglichkeiten haben, mehr wieder zu verkaufen oder was anderes zu verkaufen, ein anderes Produkt rauszubringen. Und die Verbraucher vermissen das Plastik nicht. So ganz uneigennützig sind die Unternehmen bei der Umstellung aber wohl kaum. Doch die Entwicklung der neuen Behältnisse ist nicht einfach. Beim Schlemmerfilet handelt es sich um ein Lebensmittel. Einige Verbraucher haben Bedenken bei einer neuen Verpackung. Dass es durchweichen kann sowieso, dass ich also jetzt irgendwelche Bindemittel drin habe. Das klebt vielleicht oder dass da irgendwie Rückstände bleiben halt. Ne? Also das halt, ne? Alles auch Gründe dafür, dass Iglo ganze 2 Jahre für die Entwicklung der neuen Pappschale gebraucht hat. Die Umstellung ist eben nicht so trivial. Ein Papier, was im Backofen nicht anbrennt, was nicht durchsuppt, was recycelbar ist. Das sind so viele Komponenten. Und wir haben unglaublich viel getestet in Zusammenarbeit mit Herstellern von solchen Schalen und braucht eben die Zeit, um eine echte Lösung herbeiführen zu können. Klar war, vom alten Modell wollte Iglo weg, denn die bisherigen 100% Aluminiumschalen sind zwar recycelbar, doch die Herstellung ist umweltschädlich. Auf dem Markt bisher verbreitet PET-Verbundschalen. Die bestehen aber zu 11% aus einer PET-Beschichtung und nur zu 89% aus Papier. Somit können diese Schalen nicht im Altpapier entsorgt werden und sind nicht recycelbar und kamen für den Tiefkühlkosthersteller nicht in Frage.
Iglos Lösung? Eine Pappschale. Die besteht immerhin zu 95% aus Papier und hat ähnlich wie Backpapier eine hauchdünne Silikonbeschichtung, die das Ankleben von Essensresten minimiert. Die Schale kann außerdem im Altpapier entsorgt werden und ist recycelbar. Wie viel Geld sie in Entwicklung der neuen Behältnisse gesteckt haben, wollte Iglo übrigens nicht verraten. Nur eins: Der Preis für die Verbraucher ändert sich durch die neue Verpackung nicht. Aber an etwas müssen sich die Liebhaber des Fischgerichts doch gewöhnen. In der Zubereitung ändert sich was signifikant. Im Vergleich zu Aluminium hat die Pappschale eine geringere Leitfähigkeit und deswegen ist die Garzeit um ca. 10 Minuten länger, als sie eben in der Aluminiumschale ist. Dafür kann das Fischfilet in der neuen Verpackung jetzt auch in der Mikrowelle zubereitet werden. Ungefähr 13 Minuten, also viel kürzer als im Backofen. Also wer eine schnelle Küche haben will, der setzt das Schlemmerfilet in der Mikrowelle ein. Das Max-Fazit: Neue, nachhaltigere Verpackungen von immer mehr Herstellern. Auch wenn noch nicht alles gut ist, der Trend zu weniger Plastikmüll macht Mut. Das klingt doch erstmal gut, Frau Professor Graf. Nun sind es aber Riesenkonzerne. Es kann sich doch gar nicht jeder Konzern oder jedes Unternehmen leisten, sowas zu entwickeln. Wir sehen sehr häufig, dass es gerade Start-up-Unternehmen sind, die diesen Umweltgedanken von Anfang an mitdenken können. Die großen Unternehmen haben es eigentlich eher schwerer, weil sie natürlich ihre gesamten Anlagen und Prozesse umstellen müssen, wenn sie solche neuen Ideen einführen wollen. Ah, ist genau andersrum. Ich habe gedacht, dass die Großen es einfacher haben. Sie sagen, nein, die Kleinen haben es einfacher. Also wir sehen immer wieder, dass die großen Ozeandampfer schwieriger sind, in eine andere Richtung zu bewegen. Ein kleines, neu zu Wasser gelassenes Boot ist da sehr viel wendiger. Sie haben ja ein paar Beispiele mitgebracht. Diese Flasche zum Beispiel hier, das ist ein neu entwickeltes Mehrwegsystem. Ja, das ist ein Start-up-Unternehmen, die sich eine Limonade auf den Markt bringen wollen. Sie haben eine Flasche entwickelt, die leichter ist als übliche Glasflaschen. Der Druck hier ist auch ein Laserdruck, also es wird nichts beklebt oder ähnliches. Und es soll ein Mehrwegsystem werden und das ist ein Mehrwegsystem. Das bedeutet natürlich, dass Sie Handelspartner finden müssen, die sich darauf einlassen, weil das ist für den Handel natürlich auch eine zusätzliche Belastung, eine zusätzliche Arbeit. Und ja, schmecken muss es natürlich am Ende dem Verbraucher auch noch. Und Sie haben auch noch eine Kosmetikvariante mitgebracht. Das, was aussieht wie ein Joghurtbecher, ist eigentlich Kosmetik. Ja, das ist auch einfach eine Idee, wie man Verpackungsmüll einsparen kann. Das ist jetzt wieder ein eher hochwertiges Produkt, eine Körperlotion, die in einer sehr schönen Plastikbox angeboten wird. Und man kann jetzt hier quasi Nachfüllpackungen kaufen. Das heißt, man nimmt das alte raus, wenn es leer ist, packt das neue rein und hat dadurch natürlich weniger Müll, als wenn man die gesamte Verpackung wegwirft. Wichtig ist natürlich dann nachher beim Werfen in den gelben Sack, dass man diesen Verschluss hier oben, die Alufolie, auch wirklich komplett abmacht. Wie beim Joghurtbecher. Wie beim Joghurtbecher, dann wegwirft und nicht etwa die Folie dann hier reinstopft. Aber Herr Berwald, können Sie im Kosmetikbereich auch sowas aus Rezyklat herstellen, solche Produkte? Es kommt auf den Kunststoff drauf an. Also wir haben ja Kunststoffe wie zum Beispiel PET aus dem Einwegflaschensystem oder Mehrwegflaschensystem, die heute ihre Zulassung haben nach der europäischen oder von der europäischen Behörde, der EFSA. Das heißt, mit diesen Kunststoffen in einem bestimmten Verfahren be- und verarbeitet, kann man wieder in eine Lebensmittelanwendung gehen, das heißt in Lebensmittelkontakt und damit auch in Körperkontakt, wie jetzt bei einer Lotion. In anderen Kunststofffraktionen wie Polyethylen oder Polypropylen laufen derzeit noch Versuche und Anmeldeverfahren bei der Behörde, ob man dort eine Zulassung bekommt. Natürlich stellt es aus meiner Sicht herausgesprochen auch sich immer die Frage, wie lange bin ich denn mit dem Medium dann in Kontakt? Wenn ich mir zum Beispiel ein Shampoo vorstelle, unter der Dusche stehe, habe ich nur ganz kurze Zeit einen Kontakt. Also was könnte aus einem Kunststoff dann in das Shampoo hinein diffundieren, was mir körperlich Schaden zufügt? Bei einer Lotion, nutze ich zur Pflege der Haut, also sie bleibt auf der Haut, ist das schon wieder ein anderes Thema. Und wenn ich dann direkten Kontakt habe mit dem Lebensmittel, wie Getränke zum Beispiel, haben wir nochmal eine andere Betrachtungsweise. Aber in dem Bereich ist es theoretisch möglich. Danke soweit.
Aus meiner Sicht gesprochen ist es sicherlich möglich, bestimmte Applikationen auch im Kosmetikbereich anzuwenden. Ob jetzt genau dieser Artikel möglich ist, das kann ich Ihnen so jetzt nicht als Garantie geben. Tja, super viel erfahren. Und wenn ihr noch mehr wissen wollt, kann ich euch dieses Video hier empfehlen. Und hier unten gibt es noch mehr von Max. Und wenn ihr gar nichts mehr verpassen wollt, einfach hier unten abonnieren und am besten auch noch mal die Glocke aktivieren. Also, bis zum nächsten Mal.